Ein herzliches Willkommen an den Geräten da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Rivada Space Networks Podcast Watch the Space. Rivada Space Networks aus München baut das Outernet. Das ist ein Satellitennetz im erdnahen Orbit, was sich für cybersichere Applikationen für Regierung, Verteidigung und große Unternehmen bereithält. Unsere Podcast-Folge für heute ist eine sehr besondere. Wir bereiten uns vor auf die Handelsblatt-Konferenz in der kommenden Woche, die sich dem Thema Sicherheit und Verteidigung widmet. Sicherheit, Verteidigung, Weltraum gehören zusammen. Darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Clemens Kaiser, unserem Chief Programmoffizier und unserem Deputy CEO. Clemens, herzlich willkommen. Willkommen, Thomas. Freut mich. Schön, dass du Zeit hast. Lass uns gleich in Medias Res einsteigen. Deutschland investiert jetzt unwahrscheinlich stark in Weltraum und Verteidigung. Die Frage ist das nicht ein bisschen spät? Ja, eigentlich überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch schon, ich gehe ja auf die 30 Jahre Raumfahrtindustrieerfahrung zurück, verschiedenen Positionen. Und man könnte auch sagen, dass ich das noch erleben darf. Also im Vergleich zu früheren Dekaden. Nein, es ist nicht zu spät, es kommt im Prinzip zur richtigen Zeit. Es bedarf natürlich dann immer irgendwelcher Impulse von außen. Wir wissen alle, was momentan um uns herum passiert seit den letzten Jahren. Und das führte einfach dazu, dass Deutschland als, sage ich mal, drittstärkste Wirtschaftskraft der Welt es durchaus ja im Kreuz hat. Und deswegen also nicht nur in militärische Raumfahrt investiert, signifikant, sondern eben auch die ESA-Beiträge signifikant erhöht hat, ein nationales Budget vorweist und weitere Budgets natürlich hat, sei es bei EUMETSAT, sei es in der EU. Also es ist ein signifikanter, großer Batzen an Geld, das jetzt in Raumfahrt fließt und im Prinzip uns hier in Deutschland vor allem zugutekommen soll. Wo sollte denn überhaupt investiert werden und mit welchen Prioritäten sollte man sich zunächst beschäftigen? Ja, natürlich, wie gesagt, ich komme eigentlich aus der institutionellen Raumfahrt und aus der Erdbeobachtung, meteorologische Raumfahrt, jetzt Kommunikation. Vieles hatte natürlich in der Vergangenheit immer damit zu tun, mit Bereitstellung von resilienten Strukturen, Infrastrukturen, Daten, die unser Leben auch besser macht, wenn man nur an die Navigation auch denkt. Aber das bekommt jetzt einfach durch die Eskalationen auch und die Situationen hier, sei es in der Ukraine und anderswo, eine ganz neue Bedeutung, die Raumfahrt. Denn es geht auch wirklich um Schutz, ja, um Schutz auch unserer Bevölkerung, um besondere Fähigkeiten, die wir im Weltall jetzt brauchen. Das sind aufklärerische Fähigkeiten, das sind Verteidigungsfähigkeiten und wie sogar manche Generäle durchaus auch immer wieder hervorheben, aufgrund der Weltraumstrategie, die ja veröffentlicht worden ist jetzt im Herbst, geht auch durchaus um Abschreckungsthemen, die mit Raumfahrtinfrastrukturen installiert werden sollen. Also etwas, was rund um uns hier als Deutschland und für Europa, muss man ganz klar sagen, eine Art Schutzschirm aufbaut. Denn im Weltall geht schon längst die Post ab, wie man so schön sagen würde. Minister Pistorius hat ja auf dem Weltraumkongress ja sogar gesagt, während er diese fantastischen 35 Milliarden ja in den Raum gestellt hat, dass zeitgleich, während er hier spricht, Dutzende von Satelliten, russische und chinesische, hier über die Berliner Hauptstadt fliegen und sozusagen in diesem Raum, im Weltraum, eigentlich schon längst eine Aufrüstung stattfindet, die wir nicht ignorieren können. Du hast jetzt explizit die neu verabschiedete Weltraumstrategie der Bundesregierung referenziert. Was ist eigentlich daran neu? War das nicht schon immer so, was da drin steht? Ich glaube, was Neues daran oder was man eigentlich, wenn man das liest, es ist, in der Vergangenheit waren es mehr Einzelmaßnahmen, die man initiiert hat. Klar, wir hatten auch in der Kommunikation unsere geostationären Satelliten, Satcom, die Programme Satcom BW 1, 2, 3. Wir hatten Erdbeobachtung, Aufklärung, aber das waren so ein bisschen, sag ich mal, nebeneinander liegende oder laufende
Budgets und Programme. Ich glaube, es geht jetzt mehr um ein Gesamtsystem, ja, das hier zusammengesetzt werden muss, das unterschiedliche Fähigkeiten hat. Also ich sehe hier vor allem die Leo-Konstellation als so ein bisschen das Backbone, denn es geht ja nicht nur darum, jetzt Kommunikation in Echtzeit hochsicher den Kunden anzubieten und in dem Fall vor allem den militärischen Kunden, dieses Netzwerk aus Licht, vor allem im Weltall, vermag es ja auch, sich im Weltall mit weiteren Assets zu verbinden. Da gibt es schon durchaus Parallelen und ich kann mir das gut vorstellen, dass in den Köpfen von manchen Generälen da durchaus die SDA-Konstellation in den USA ein gewisses Vorbild ist. Also das heißt, das Zusammenfügen und das Steuern von verschiedensten Fähigkeiten, Drohnen, Flugzeugen, aber eben auch Aufklärungssatelliten, optische Satelliten, Erdbeobachtungsdaten in Echtzeit mit einem Backbone, einem LEO-Konstellationsnetzwerk in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, sodass man mit vollkommen neuen Methoden und Möglichkeiten tatsächlich sich verteidigen kann, primär verteidigen kann, aber eben auch abschrecken kann. Lass uns das doch mal vertiefen. Wo liegen denn prinzipiell die Stärken in Deutschland? Wo sind wir stark oder wo denkst du, sollten wir als Souverän, als Nation noch nachlegen? Naja, also die Dekaden hier meiner Karriere haben mich wirklich, wie gesagt, durch viele Programme geführt. Man muss jetzt schon sagen, dass wir, und ich habe da selber auch teilgehabt dazu, definitiv weltweit führend sind, was komplexe Instrumente für die Erdbeobachtung angeht. Aber vor allem auch Spektrometer, also an unterschiedlichsten Bereichen. Hier hat Deutschland traditionell, was optische Instrumente angeht, eigentlich eine große Erfahrung. In institutionellen Missionen, das muss man sagen. Wir haben durchaus jetzt ja Galileo durch OHB auch hier einen nationalen Player jetzt gehabt, zumindest für die zweite Tranche, um uns mit Navigationsfähigkeiten hier zu bestücken für Europa. Und bei Kommunikation ist keine Frage, das geht weit zurück. Also Deutschland hat durchaus eine DNA, was Telekommunikation angeht. Wir haben Institute, Forschungsinstitute in all diesen Bereichen, die sehr viel Grundlagenarbeit gemacht hat. Ich denke auch nur an die Laserlichtkommunikation, wo man immer noch mit Fug und Recht sagen kann, die zwei Weltmarktführer sind hier in Deutschland. Ja, ich nenne sie auch gerne Tesat und Mynaric, die also hier die Möglichkeiten dieser Kommunikation mittels Licht über Tausenden von Kilometern im Weltall entwickelt haben, getestet haben, auch schon im Einsatz sich befinden. Und was aber, glaube ich, gefehlt hat, ist, wenn man dann wieder sich ein bisschen zurückschaut oder ein bisschen zurücklehnt, merkt man, die Kommerzialisierung hat aber nicht wirklich funktioniert in Deutschland. Das fing erst sehr spät an. Da waren führende Startups, die jetzt, sage ich mal, erfolgreich sich platziert haben, sind jetzt durchaus hier zu nennen. Aber im Kommunikationsbereich zum Beispiel haben uns die Nachbarländer definitiv den Rang abgelaufen. Und hier ist Aufholbedarf, dass man dieses ganze Know-how auch wirklich in operationelle Systeme überträgt, ja, die auch durchaus kommerziellen Charakter haben. Denn das erlaubt dann durchaus auch nochmal einen Push in weiteren Entwicklungen und auch die Fähigkeiten auch sag ich mal, der Teams und der Mannschaften, solche Systeme auch zu betreiben und in den Servicequalitäten auch zu verbessern. Und da sind wir ja mit Revada, stoßen wir eigentlich so ein bisschen in ein Vakuum hinein, ja, weil es gibt zwar Kontrollzentren in Deutschland, aber zum Beispiel keine kommerziellen Kontrollzentren. Ja, das ist das GESOC und das ist das ESOC. Nicht zuletzt muss aber auch sagen, wir haben stark aufgeholt, was den Zugang zum Weltall angeht. Wenn ich unsere drei prominenten Mikrolauncher-Firmen hier erwähnen darf. Wir sind voller Erwartungen. Es ist jetzt ganz frisch, dass ESA Aerospace jetzt in den nächsten Tagen den zweiten Versuch starten wird. Das ist etwas, was uns in Deutschland gut tut, dass so eine Firma den Mut aufgebracht hat, das Geld auch einsammeln konnte, um diesen Zugang auch zu ermöglichen. Und wir alle drücken ganz fest die Daumen, denn das ist ein wichtiges strategisches Element für Deutschland, einen eigenen Zugang zu haben.
Auch wenn die Rakete jetzt, sage ich mal, nicht vergleichbar ist von der Fähigkeit jetzt einer Ariane oder Falcon 9, aber jeder hat mal klein angefangen, ja, muss man ganz klar sagen. Und das wird schon. All die ganzen Beispiele, die du jetzt natürlich jetzt hier referenzieren hast und konntest, sind natürlich mit riesengroßen Investments verbunden. Das ist ganz klar, das ist unvermeidlich. Wir selber als Rivada müssen sicherlich eine einstellige Milliardensumme an Dollar verauslagen. Das gilt natürlich auch für die Launcher und alle anderen, die sich im Weltraumsegment bewegen wollen. Nun haben wir das Geld annonciert bekommen von der Bundesregierung. Der Staat fungiert als Ankerkunde. Das ist an sich eine schöne Sache. Reichen wird es natürlich nicht. Wie siehst du denn jetzt die Rolle von institutionellen oder kommerziellen Investoren, gar nicht mal im nationalen, durchaus im internationalen Kontext? Ja, also ist tatsächlich so, dass man, ich sag mal, die News, wenn man nur auf die Newspace-Firmen jetzt schaut, die so 17, 18, also vor gut 7 Jahren, 8 Jahren aus dem Boden eigentlich gewachsen sind. Man blickt immer neidisch nach Amerika, weil dort einfach viel höhere Summen investiert werden, die Risikobereitschaft sehr hoch ist, auch in solche riskanten Technologien, und da zählt die Raumfahrt sicherlich ohne Zweifel dazu, zu investieren. Und in Europa hat das eigentlich gefehlt. Ja, und das ist von Nachteil. Das führt ja sogar dazu, dass Firmen ja auch abwandern. Ja, also, oder dass Investoren womöglich einsteigen, ausländische Investoren, amerikanische Investoren, und dann womöglich nachher auch abgezogen wird. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Ich denke mal, diese großen Budgets, die jetzt im Raum stehen, sind meiner Meinung nach eine fantastische Chance, jetzt weitere Investitionen anzuziehen. Ich werde ja kontaktiert von den vielen Firmen, die mit uns ja zusammenarbeiten. Und das sind natürlich auch aufgrund einfach des Know-hows und des Fortschritts, das man in der LEO-Konstellationsbereich in Amerika ja schon hat, Firmen aus Amerika. Ja, und die fragen mich, Clemens, wie kommen denn wir an diese fantastischen Budgets ran? Also wir reiben uns alle die Augen und denken, was ist denn was ist denn bei euch los? Und da kann man nur eine Einladung aussprechen und sagen, ja, kommt hierher. Ja? Also es geht nicht nur darum, Investoren Geld zu aktivieren, klassischerweise, sondern womöglich auch Firmen zu stimulieren, in Deutschland zu investieren. Also in Standorte zu investieren, die Technologie hierher zu bringen, Joint Ventures einzugehen, um eigentlich langfristig auch hier die Technologie Souveränität in Deutschland zu garantieren und zu sichern. Wenn uns das gelingt in diesem großen Maßstab, also neben den 35 Milliarden, noch weitere Milliarden hierher zu bringen, dann kann das nur in unserem Interesse sein. Das kann meiner Meinung nach nur im Interesse auch der Politik sein, denn das wird zu einem enormen Wirtschaftswachstum führen, zumindest in diesem Bereich, und auch ausstrahlen und hilft sicherlich auch in der momentanen Veränderung der industriellen Landschaften hier in Deutschland, Arbeitsplätze zu schaffen, wo auch weiterhin versierte und hochqualifizierte Spezialisten vonnöten sind. Also es kommt genau zur rechten Zeit, und wie gesagt, man sollte sich nicht scheuen, diese Gelder einzuwerben und auch hierher zu bringen und auch ausländische Firmen einladen, hier sich niederzulassen und gemeinsam mit den deutschen Firmen hier ein Ökosystem aufzubauen, das sich wahrscheinlich dann in Europa zumindest, wie gesagt, momentan Nummer 3 nach Amerika und China, was das Raumfahrtbudget angeht. Und da, sage ich mal, kann Deutschland absolut eine führende Rolle spielen. Dann würde ich abschließend noch mal was Persönliches fragen wollen, gerade im Hinblick auf die Handelsblatt-Konferenz nächste Woche. Das wird ja ein Stelldichein werden. Da sind natürlich hochrangige politische Vertreter da auf der nationalen, auf der europäischen Ebene. Wir werden uns freuen dürfen über Besucher und Teilnehmer aus dem Verteidigungsministerium, insgesamt aus der Politik. Und nicht zuletzt ist natürlich auch die Creme de la Creme der deutschen Industrie vor Ort. Im kleinen Stelldichein wird sich austauschen dort in diesem Format. Was möchtest du denen sagen? Was wirst du denen erzählen? Ähm, Das ist tatsächlich, ich habe schon gedacht, wenn man die letzten beiden Jahre sich anschaut und man trifft sich und irgendwie spricht man natürlich drüber, aber man würde ja gerne, aber konnte halt nicht. Ja. Und jetzt ist die Situation ja auf einmal eine ganz andere seit September 25.
Und jetzt kann man richtig kreativ planen, kann Ideen entwickeln, kann Fähigkeiten realisieren, die in dieser Raumfahrtstrategie, die wir vorhin genannt haben, ja auch aufgelistet sind. Ähm, und von daher kann eigentlich die Botschaft nur sein, ähm, bitte jetzt keine super Hektik aufkommen lassen, ja, denn man muss es durchdenken, das ist schon richtig, ja, also es fallen ja auch Stichworte wie die Steuerung einer solchen Beschaffung, das muss man auch respektieren. Es bringt jetzt nichts hier, die Firmen zuzuschütten mit Geld. Auch Firmen, das wissen wir, die vielleicht jetzt gar keine große Raumfahrterfahrung haben, die sich aber die Expertise jetzt auch mit hineinholen. Also es wird auch sowieso zu einer Veränderung kommen. Aber auf der anderen Seite aber auch zu vertrauen auf die Fähigkeiten der deutschen Industrie und der Ingenieure, auf das, was vorhanden ist in Deutschland. Ja, sich das anzuschauen in verschiedensten Bereichen und dann kluge industriepolitische Entscheidungen auch zu treffen und Strategien zu entwickeln, um das nachhaltig zu machen. Also keine Eintagsfliegen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Denn das ist jetzt nicht so ein Sack Geld und man kann sich endlich jetzt den Porsche leisten, wo man bis jetzt immer nur auf VW Käfer gefahren ist. Bitte, also mich nicht hier. Ich habe nichts gegen VW Käfer, ja. Aber so muss man es ein bisschen sagen. Die Träume sind natürlich groß. Ähm, also es ist eine Balance zwischen Mut, auch disruptiv hier zu handeln. Ich denke auch vor allem nicht nur in die große Industrie zu denken. Ja, die mögen Erfahrung haben, die mögen die finanzielle Backing haben. Wir haben eine ganz hervorragende Startup-Szene, ganz hervorragenden Mittelstand in Deutschland, ja, die alle, glaube ich, partizipieren sollen und sollten. Denn dieses Fähigkeitsentwicklung dann auch im Know-how der Ingenieure muss ja breit aufgestellt werden. Also ich sehe hier durchaus eben eine Verquickung, ja, von nicht nur jetzt militärischen Interessen und Fähigkeiten, sondern auch einer Industriepolitik, die hier clever angelegt werden muss, um auch in Zukunft, denn das ist ja keine Eintagsfliege im Sinne von, jetzt kommt einmal für 5 Jahre so ein großes Budget und das war's dann, sondern das wird ja weitergehen. Ja. Und da jetzt den Grundstein zu legen, freut mich miterleben zu dürfen. Und wir stehen hier mit Rat und Tat gern bereit. Und ich glaube, das ist nächste Woche ideal, hier auch ein paar Botschaften zu platzieren. Denn oftmals fehlt ein bisschen der komplette Überblick, was wirklich an Fähigkeiten da sind. Und auch Ideen, wie vielleicht auch Fähigkeiten, die momentan noch nicht da sind, aber vielleicht eingeladen werden können aus dem Ausland, um hier zu etablieren. Ich denke, wir kriegen das gemeinsam hin. Wir brauchen jetzt keinen runden Tisch à la Helmut Kohl, ja, wo alle drumherum sitzen und was sagen dürfen. Aber ich denke mal, ein offenes Ohr, ja, und durchaus abwägen und mal zuhören, ja, wird helfen. Und um dann eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir freuen uns unbändig, eine Rolle dabei spielen zu dürfen. Wir haben Know-how aufgebaut, das noch gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Wir merken es nur, ja, dass wir hier Expertisen haben, die helfen, einen großen technologischen Batzen hier zu beherrschen, nämlich Konnektivität aus dem Weltall über ein Netzwerk, das so in dieser Form noch niemand gebaut hat. Clemens, stell dir vor, du bist im Fahrstuhl, du fährst in den 19. Stock hoch und wirst gefragt, was ist Rivada, was bietet Rivada an und für wen? Der Fahrstuhl-Pitch, der berühmte, genau. Absolut. Hohe Datensouveränität und Sicherheit von Daten sind Schlüssel. Das geht nicht nur um Resilienz bestehender Infrastruktur, es geht auch darum, um Einsatzfähigkeiten zu haben im Sinne von Kommunikation, die für Militärs äußerst wichtig sind. Hier geht es vor allem um niedrige Latenzen, um schnelle Reaktionszeiten, um eigentlich ein Spinnennetz an Nervenadern, würde ich sagen, Kommunikationsadern, die man über möglich den ganzen Globus spannt. Das kann Revada. Revada hat diese Technologie entwickelt, weiß, wie man es realisieren muss, beherrscht nicht nur die Raumfahrtinfrastrukturen, Aufbau, sondern auch den Netzwerkauf- und Ausbau, die feine Balance zwischen den Funktionalitäten, die man braucht, um diesen ganzen Traffic, wie man so schön dann im Netzwerkjargon sagt, zu routen und an die richtige Stelle zu bringen, um sämtliche Endgeräte, die irgendwo vielleicht dann auch
muss man ja immer sagen, man muss ja immer dann sagen, auch in diesem Szenario denken, auch in irgendwelchen Schlachtfeldern dann bedient werden müssen. Und da geht es ja auch um Menschenleben. Das wurde uns ja auch klar gemacht. Ja. Das ist ja kein Spiel hier, sondern es geht ja immer um den Ernstfall. Und den muss man ernst nehmen. Und dafür bietet Rivada eine Möglichkeit, die es erlaubt, eine unabhängige physische Infrastruktur aufzubauen, die die schwer zu knacken ist, die eigentlich fast gar nicht zu knacken ist. Ja. Und wenn man das sogar noch mit ein paar Features verstärkt, die vielleicht über das hinausgeht, was wir im kommerziellen Outternet realisieren wollen, dann verfügt Deutschland über ein Rückgrat, ja, über einen Backbone an einem Netz über den Globus, an dem auch womöglich andere partizipieren können. Wir freuen uns darüber, dass schon unsere amerikanischen militärischen Kunden, vor allem die US Navy, schon vor 2 Jahren angefangen haben, mit uns zu kooperieren. Für deren Einsatzbereich, vor allem im pazifischen Raum, viel Wasser und kaum die Möglichkeit, eine vernünftige, breitbandige Kommunikation aufzubauen. Und ich denke auch, dass es bei der Bundeswehr jetzt ähnlich ist, dass man verstanden hat, was die Technologie Autonet bedeutet, was diese Architektur bedeutet und dass das der Schlüssel ist eben für die zukünftige militärische Führung und Kommunikation, um die verschiedensten Assets intelligent miteinander zu verbinden. Wir sind da bereit mitzumachen und haben auch Lösungen in der Tasche. Und da freuen wir uns darauf, dann ab dem 20. Stock ab dem 20. Stock dann über die Details zu reden. So wird es werden. Ja? Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Clemens Kaiser, Deputy CEO und auch unser Chefprogrammoffizier in der Rivada Space Networks. Ihnen herzlichen Dank fürs Dranbleiben, fürs Hören einer weiteren Episode von Watch the Space, ein Podcast in loser Folge von Rivada Space Networks. Bitte bleiben Sie dran, forschen Sie nach den weiteren Folgen und freuen Sie sich vor allen Dingen auf das, was noch kommt. Wir versprechen Ihnen, es ist und es bleibt spannend. Wiederschauen.